Yvonne, schön, dass du da bist heute. Hallo Manu. Ja, Ja, ich vielen freue Dank. mich auch. Ja, das ist total schön, dass wir uns hier treffen und wir ein bisschen über meinen Weg reden und auch über das, was Ayo Satvik macht. Als wir uns beide getroffen haben in Indien, warst du neugierig und hattest du Fragen. Und so ist dann halt dieses Interview entstanden oder die Idee des Interviews, dass wir das in Form eines Interviews machen können. Also ich freue mich total über diese Idee und freue mich auch sehr, dich hier heute zu begrüßen und bin auf deine Fragen gespannt. Ja, genau. Also wir hatten uns ja im Frühjahr in Indien in Kerala getroffen, in einem Yoga-Zentrum. Ich war dort für knapp 2 Wochen, du auch. Und dann sind wir natürlich so ins Gespräch gekommen. Du hast mir erzählt, dass du Menschen im Rahmen von Ayurveda-Kuren begleitest, auch Kliniken vermittelst. Ich fand das natürlich oder finde es immer noch sehr, sehr interessant. Ich habe ja auch schon die ein oder andere Ayurveda-Kur oder mehrtägige Ayurveda-Behandlung gemacht. Und ja, wir sind dann verblieben, dass wir einfach mal ein Interview machen, damit andere Leute, andere Menschen das auch kennenlernen können. Ich selber habe und hatte auch ein paar Fragen zu deinem, ja, Angebot und ja, umso schöner, dass wir uns hier beide so zusammengefunden haben. Also meine allererste Frage, ich meine, ich bin ja auch schon seit 20 Jahren immer wieder reise ich nach Indien an verschiedenste Orte. Wie kam es denn bei dir so zu dem Kontakt nach Indien und wie bist du dann weiter auch zum Ayurveda gekommen? Wie fing das bei dir an? Der Indien-Kontakt war eigentlich metaphysisch lange da, das heißt auf der Seelenebene. Das hatte seit langen Jahren einen Ruf nach Indien oder in die fernöstliche Tradition. Und es wuchs dann immer weiter und es gab auch mehrere Zeichen in meinem Leben, halt so ganz komische, skurrile Situationen, die einfach echt, die ich nicht mehr ignorieren konnte und die mich dann immer weiter in diese indische Richtung gebracht haben. Und als ich in Frankreich lebte, habe ich einen ayurvedischen Praktiker kennengelernt, der hat mich dort für 3 Jahre betreut. Und war dann irgendwann an dem Punkt und meinte, ja, es wäre gut, wenn ich doch mal nach Indien fahren würde und dort eine Kur mache und gab mir eine Adresse. Und in dem Moment, als ich diese Adresse hatte, dachte ich so, okay, jetzt habe ich eine Adresse in Indien, dann ist jetzt wohl der Moment gekommen, dass ich auf diese Reise gehe, dass ich nach Indien fliege und bin dann dort für 6 Monate geblieben und habe in diesen 6 Monaten dann halt auch meine erste Kur von 35 Tagen gemacht, die halt extrem transformativ war. Jeden Tag spürte ich einfach die Veränderungen in meinem Körper, in meinem Geist und war so enthusiastisch und erstaunt, wie tief das ging, wie tief man mit sich in Berührung kommt und beobachtete gleichzeitig halt auch, wie Menschen dort waren und mit Google Translate mit dem Doktor dort saßen und dann ich dachte immer so, nein, die spirituelle Dimension geht verloren. Es ist doch viel zu technisch, mit so einem Google Translate dort zu sitzen. Naja, und dann war halt auch der Wunsch da, einfach das zu teilen, diese Erfahrung zu teilen oder die Türen zu öffnen für andere Menschen, diese Erfahrung machen zu dürfen, weil es ist so menschlich. Ich dachte einfach damals, jeder Mensch müsste einmal in seinem Leben mindestens so eine Erfahrung machen. So eine tiefe Erfahrung, so eine menschliche mit sich selbst Erfahrung. Ja, und Also du meinst jetzt in der Ayurveda-Kur. während der Kur, genau. Und halt auch Mhm. danach, also Mhm. das war während der Kur, waren das meine Gedanken. Und ja, und dann hat sich das danach halt so wirklich ganz natürlich ergeben. Da kam das Projekt auf, halt einfach Menschen zu begleiten und die Kommunikation zu vereinfachen und halt diese Barriere zu nehmen oder die Angst zu nehmen, in ein fremdes Land zu fahren, die Sprache nicht zu können und sich da so einer fremden Medizin hinzugeben. So, das ist daraus entsprungen, aus dieser Erfahrung damals. Mhm. Und was bietest du jetzt konkret an?
Also ich bin mit verschiedenen ayurvedischen Häusern in Indien verbunden, mit traditionellen ayurvedischen Häusern, sehr traditionell. Und ja, Menschen kommen auf mich zu aus Frankreich, also aus Deutschland, aus Europa, mit verschiedensten Krankheiten oder Ungleichgewichten oder verschiedensten Gründen, warum sie eine Kur machen möchten. Und ich orientiere diese Menschen dann halt in die verschiedenen Häuser. Und in einem der Zentren biete ich halt eine Begleitung vor Ort an. Das heißt, ich mache die ganze Übersetzung, versuche, dass eine reibungslose Kommunikation zwischen den Ärzten, dem ganzen Team und der Person herrscht, versuche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, die halt aufkommen, weil auch wenn die Menschen Englisch sprechen, aber die sind halt so in ganz anderen Denkprozessen drin, in ganz anderen Denkstrukturen. Und wie oft habe ich das erlebt, dass einer eine Frage stellt und der andere antwortet halt völlig daneben, entweder der Arzt oder die Person. Und dass ich sitze dann halt außen und mache so ein bisschen Mediation, versuche das zu lenken. Beziehungsweise mache ich auch eine emotionalen Unterstützung während der kompletten Kur, weil es kommen natürlich Dinge hoch. Ja, man ist teilweise auch an seine Grenzen. Manche Menschen kommen an ihre Grenzen, wenn man dann halt plötzlich schlapp wird oder wenn man die ganze Zeit zur Toilette rennen muss, dann kommen halt Fragen auf. Und der indische Geist ist natürlicherweise nicht in der Erklärung. Aber der westliche Geist braucht Erklärungen. Halt, um dem der Frustration aus dem Weg zu räumen oder halt, dass die Leute sich unwohl fühlen. Ich bin dann halt da und erkläre alles, was sie gerade durchmachen, warum das gemacht wird. Bin die ganze Zeit in der Kommunikation mit dem Arzt auch und mit der Person. Und dadurch, dass ich halt die ganze Zeit in der Kommunikation mit der Person bin, kommen dann natürlich noch andere Informationen zu mir, als was die Person dann in den 10 Minuten oder halben Stunde Konsultation mit dem Arzt sagt, so dass ich dann ab und zu mal noch eine tiefere Information dem Arzt zukommen lassen kann und er dann halt das Treatment noch verfeinern kann. Also genau, ich bin halt für dieses ganze Rundumwohlsein der Person zuständig. Also es hört sich jetzt an nach so einem rundum sorglos Paket. Ja, das Im versuche Grunde ich halt, genommen, ne? genau. Ja, oder wenn Genau. halt, dann braucht man Okay. mal was Kleines, eine Kerze oder irgendwas, dann gehe ich halt raus und kaufe das und versuche dann halt wirklich die Menschen da bestmöglich zu begleiten, so ein bisschen in Watte zu packen, damit dann halt manchmal gibt halt manchmal schwierige Momente während der Kur. Ja, wie gesagt, man wird Mhm. schlapp oder alte Gefühle kommen hoch oder alte Schmerzen kommen hoch und so und dann oder Resistenzen, Widerstände, die da sind, einfach, nein, das möchte ich jetzt nicht, das Treatment und warum kann ich denn jetzt nicht rausgehen? Und dann einfach versuchen, immer ein bisschen zu beruhigen und abzusichern, ja, dass die Leute da Mhm. nicht komplett im Unbekannten stehen. Mhm. Und wenn sich jetzt jemand bei dir meldet, der ja eine Ayurveda-Kur machen möchte, wie wählst du dann für die Person die richtige Klinik aus? Weil, also ich habe jetzt, glaube ich, schon 2 Kuren und eine so 8 Tage Behandlung gemacht und naja, also ich habe mich dann immer so auf mein Gefühl, auf meine Intuition verlassen oder ich weiß es, dass andere, die lesen dann Bewertungen oder man greift gerne auf eine Empfehlung zurück und es ist auch so, dass es gibt ja auch unterschiedliche Behandlungsansätze im Ayurveda. Das habe ich selber auch schon erlebt. Also wie machst du das? Wie entscheidest du da? Ist ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich gleich sofort so eine Art Eingebung, wenn ich die erste E-Mail bekomme, je nachdem, wie die Mhm. Menschen schreiben oder was sie für Vorstellungen haben. Also ich bin halt verbunden mit einer sehr, sehr traditionellen Klinik. Da kann nicht jeder hin. Dort schicke ich Menschen hin, die halt wirklich entweder ganz dolle chronisch tiefe Probleme haben,
langjährige Probleme oder Leute, die halt offen dafür sind, die halt wirklich tief gehen wollen und die die Tradition möchten, die wirklich das ganz Pure haben wollen. Und wenn Leute kein Englisch sprechen, weil ich mache die Begleitung nur in dieser Klinik, dann versuche ich ihnen halt zu vermitteln, okay, da ist diese Klinik, ich mache die Begleitung dort und dann reden wir darüber. Ich erkläre alles und wenn die Leute dann damit einverstanden sind, dann gehen die in die Klinik. Wenn Menschen ein bisschen was Leichteres wollen und auch so eine Art Holiday-Feeling vielleicht ein bisschen haben wollen, obwohl es trotzdem noch traditionell ist, schicke ich sie halt in andere Kliniken oder wenn sie halt was ganz Kleines wollen. Ich bin mit einer Klinik verbunden, die haben nur 4 Räume. Ja, da gibt es nur 4 Zimmer. Das ist ein ganz kleiner Ort. Da ist man wirklich mit sich. Das Budget spielt auch eine Rolle. Ja, also es gibt verschiedene Faktoren. Sprechen die Menschen Englisch? Was ist das Budget? Wie ist der gesundheitliche Zustand? Und dann halt die Intuition, die Eingebung halt auch, ja. Natürlich Mhm. kann man sich auch mal Mhm. irren. Das hatte ich auch schon, aber ich versuche halt, das immer weiter zu verfeinern und dann meine ganzen Antennen aufzuklappen, dass ich da die meiste Zeit, meistens lag ich gut mit den Erfahrungen, wo ich die Leute hingeschickt habe. Mhm. Und während der Ayurveda-Behandlung oder der Ayurveda-Kur, habe ich das jetzt richtig verstanden, bist du ja dann entweder teilweise vor Ort, also begleitest vor Ort, oder bist telefonisch auch erreichbar, ne? Genau. Also in dieser traditionellen Klinik bin ich dann vor Ort. Da schicke ich niemanden alleine hin. Das habe ich ein paar Mal versucht, auch mit Menschen, die jahrelang Erfahrung mit Indien haben oder die Englisch sprechen. Trotzdem gab es diesen Kulturschock, diese andere Denkweise einfach und es entstanden Frustrationen. Also ich mache da vor Ort die Begleitung. Und ansonsten bin ich natürlich immer telefonisch erreichbar, ja. Auch wenn ich die Leute dann in äh, also wenn sie in die anderen Zentren gehen, um die Rekrut zu machen, aber auf jeden Fall am Anfang bin ich dann so ein bisschen hinterher, immer um zu gucken, wo sind sie gut angekommen, geht alles gut, versuche mit dem Arzt auch noch mal ein bisschen Rücksprache zu halten zwischendrin. Und wenn ich merke, okay, die sind jetzt auf dem Track, die sind da auf ihrem Weg und alles ist fein, dann lasse ich los und dann sollen die da ihre eigenen Erfahrungen machen, ja. Und wenn aber was ist, bin ich natürlich da. Die können mich jederzeit, man kann mich jederzeit kontaktieren. Und was mir noch eingefallen ist, du hast ja sprachlich auch einen unglaublichen Background. Also bist sozusagen geboren in Deutschland, hast aber ja auch lange in Frankreich gelebt, also sprichst fließend Französisch, wie ich im Frühjahr feststellen durfte, Englisch natürlich auch und teilweise habe ich dich auch, ja, es gibt ja nicht Indisch, die indische Sprache, es gibt ja verschiedene Dialekte, also da habe ich dich ja teilweise auch sprechen gehört. Ich weiß gar nicht, ob du Hindi sprichst oder was es, oder Malayalam oder was es Ja, war. genau. Ich habe So Hindi ein paar studiert. Wörter habe ich Ja, gehört. ich habe Hindi ein Jahr studiert in Indien, aber dadurch, dass ich die meiste Zeit im Süden bin, konnte ich das nicht so wirklich praktizieren. Aber gibt natürlich eine kleine Basis. Dann Malayalam, das ist die lokale Sprache aus dem Kerala, die man im Kerala spricht. Da habe ich so einige Sachen aufschnappen können und kann mich dann ein bisschen durchwursteln, wie man so schön sagt, weil halt in der traditionellen Klinik die Küchenfrauen oder die sprechen halt, die steht vor mir und spricht dann in Malayalam, die spricht halt gar kein Englisch, ja, da muss man dann halt irgendwie versuchen, da eine Kommunikation zu finden und das geht relativ. Ich meine, ich kann dann nicht fließend sprechen, aber so, dass ich da so ein paar Sachen mit zwischenschieben kann, ja. Und Sanskrit habe ich versucht zu studieren, bin ich leider seit 4 Jahren in den Anfängen, ja. Da habe ich so ein paar Hürden, die mich davon abhalten, weiter zu studieren, aber da bin ich so ein bisschen dran, das würde ich gerne weiter erforschen. Und das hilft natürlich auch, weil alle indischen Sprachen basieren ja auf dem Sanskrit, ja. Mhm. Und jetzt so generell im Rahmen einer Ayurveda-Behandlung, magst du mal
erzählen oder einfach teilen, du begleitest, welche Komplikationen in Anführungsstrichen da auftreten können oder was jetzt für jemanden, der ja vielleicht sogar das erste Mal nach Indien kommt, dann gleich mit einer Ayurveda-Kur startet, echt eine Herausforderung sein kann. Auf jeden Fall. Es ist Also natürlich gerne, gerne auch aus der Praxis. klar, das ist natürlich erstmal der Kulturschock ist da, ja. Wenn jemand als erstes nach Indien kommt, ich hatte eine Person kam, die war total enthusiastisch zu kommen und wir waren über ein Jahr im Kontakt und dann den ersten Tag stand sie vor mir total in Tränen ausgebrochen. Ich verstehe gar nichts, weder die also die Körpersprache ist anders, alles ist einfach anders, ja. Und das ist natürlich dann, man hat überhaupt keine Bezugspunkte mehr. Und wenn da dann jemand ist, der aus der gleichen Kultur kommt und der die Sprache, Muttersprache spricht, ist es natürlich extrem hilfreich und kann die Person beruhigen. Also dieser Kulturschock ist auf jeden Fall ein Challenge für Menschen, die frisch nach Asien kommen, die noch nie in Asien war und dann zuzüglich noch im gesundheitlichen Rahmen kommen. Ja, es ist ja eine Verwundbarkeit da in dem Moment, die dann schon von Grund auf da ist. Und das ist natürlich dann wirklich hilfreich. Dann gibt es die Ebene, die hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass einfach die Mhm. Doktoren oder der indische Geist ganz anders tickt als ein westlicher Geist. Ja, der indische Geist für den ist das normal. Die sind halt auch so in ihrer Routine drinne, dass sie dann einfach reden und gar nichts erklären und auch in Malayalam teilweise reden. Selbst wenn die Person Englisch spricht, da habe ich schon erlebt, die haben dann einfach unter sich in Malayalam gesprochen, haben vergessen, dass die Person ja gar kein Malayalam spricht und haben gedacht, okay, die haben jetzt alles gehört. Ich war dann zu dem Zeitpunkt gerade mal nicht da. Mich wurde nicht geholt und dann gab es halt große Überraschungen. Plötzlich das Treatment war verändert, alles wurde verändert und die Person war dann halt so, ja, man hat mir gar nicht Bescheid gesagt und so. Die sind halt dann nicht so darauf so aufmerksam in dem Moment, weil sie in ihrer Routine sind, dann halt immer alles nochmal auf Englisch dreimal zu erklären. Und das ist dann meine Rolle. Ich bin dann Mhm. halt im Kontakt mit dem Doktor. Ich verstehe das Malayalam auch, verstehe die Sanskrit-Wörter, bin in diesem Ayurveda drinne, verstehe, der braucht nur ein Wort sagen, ich verstehe dann sofort, was gemeint ist und kann das relativ schnell auffassen und dann der Person kommunizieren. Also das ist eine Herausforderung für Leute, die dann halt teilweise alleine dort sind. Oder es ist halt im Allgemeinen, die Kommunikation ist nicht so flüssig in den meisten Zentren. Ich habe dann halt erlebt, für Leute, die dort alleine hinkamen, es gab so einen Australier, der dort war, also kam auf seine eigene Faust und der hat dann nach 4 Wochen dann mal erfahren, ach so, man kann seine Wäsche dahin geben zum Waschen und man kann das machen und man darf das nicht essen und man soll das nicht machen. Das wurde ihm halt nicht gesagt, ja. Ich nehme mir dann halt wirklich Zeit am Anfang und dann gebe so diese Rahmenbedingungen einfach an, weil die Leute kommen ja, um dort wirklich diese Kur zu machen. Das ist eine große Investition auf verschiedenen Ebenen. Und mein Ziel ist es halt, dass sie die maximalen Wirkungen daraus ziehen. Und dann ist es Mhm. natürlich wichtig, dass sie die Rahmenbedingungen, das, was man beachten muss, dann auch wissen. Weil ansonsten kann das dann natürlich halt wieder einen negativen Effekt oder einen wenigeren Effekt auf das Treatment haben. So, das sind Challenges. Dann gibt es Mhm. auch Widerstände, auf die die Leute treffen, sei es im Medizin einnehmen, weil der Geschmack so grausig ist manchmal, oder verschiedene Treatments, wenn man halt mehrere Tage dann bestimmte Treatments bekommt. Ich habe immer so ein bisschen das Bild, man wird weich gekocht. Es gibt ja diese 3 Phasen des Treatments, diese Vorbereitungsphase, dann die Haupttreatmentphase und dann gibt es noch die Nachtreatmentphase. So, und in der Vorbereitungsphase wird man sozusagen weich gekocht, werden alle ganzen Schlacken werden gelöst.
Und es gibt Ärzte, die machen dann schon ein paar Ausleitungen, aber nicht die großen. Und man schwimmt dann so ein bisschen in seinen Schlacken rum erstmal. Was natürlich auch einen Effekt auf den Geist hat. Und dann ist man da mit seinen ganzen Emotionen und so kann man dann etwas überfordert sein. Manchmal, wenn man dann plötzlich anfängt zu weinen oder man ist plötzlich völlig wütend oder Mhm. irritiert oder was auch immer. So, dass ich dann halt sage, ja, okay, das ist kein Problem, das geht vorbei, das ist alles nur temporär. Sodass man die Leute da halt so ein bisschen begleitet und Mhm. in den richtigen Weg immer wieder reinrenkt, dass der Geist nicht ganz völlig in alle Himmelsrichtungen ausartet. Ja, das sind so Ja, interessant. Sachen, die da sein können. Natürlich gibt es noch mehrere, aber das sind so die groben, vielleicht die groben Challenges, die auftreten können. Mhm. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, ja. Ja. Manche haben auch eine ganz Mhm. seichte Kur, Und von den, die gehen durch alles durch, da passiert gar nichts wie so ein kleiner Bach, der vor sich hin plätschert. Ja, und bei manchen ist der Bach ein wildes Mhm. Wasser. Das ist ganz unterschiedlich. Das war der erste Teil des Interviews. Den zweiten und dritten Teil findet ihr hinter den jeweiligen Links in der Beschreibung des Videos.